ergibt aber immer noch keinen Sinn. Das erklärt immer noch nicht, wie wir da rüberkommen. Ich komme jetzt zwar hier rüber, aber es geht ja trotzdem nicht weiter. Ich muss hier noch weiter darüber. Bei dem Spiegel hier ganz links war ich nämlich noch gar nicht. Can't make it across. I'll Ja. have to backtrack. Weil letztendlich müssten wir es ja dann so haben, dass ich dann hier rüber gehe und dann kürzen gerade durchgehe. Irgendein Spiegel muss den hier anleuchten. Scheiß die Wandern. Irgendwo einen Fehler gemacht. Der da hier könnte halt den Auto drüben anleuchten. Aber dann haben wir das Problem, dass ich hier nach links nicht mehr rüberkomme. Das hier ist der einzige, der mich hier rüberbringt. Der da hier kann nämlich den da drüben anleuchten. Der da hinten kann den ja anleuchten. Das ist ja gerade wirklich so ein Schrott. Könnte kotzen. Kriegssichern. Fehler muss hier hinten irgendwie liegen. Weil sobald ich hier hintergehe, komme ich nicht mehr weg, wenn ich den wegdrehe. Schaffe ich es nicht mehr weg. Dann haben wir wieder das Problem. Oh, selbe Problem wieder. Kommst du nicht mehr weiter. Das ist wirklich so ein Müll, ist das. Also sorry.
irgendwo ist ein Fehler drin. Finde den Fehler. Ich muss erst da ganz nach links gehen. Sonst geht hier gar nichts. Sind wir wieder ziemlich am Anfang. Ändert hat sich trotzdem nichts. Kommen wir trotzdem nicht weiter. Also selbes Spiel wieder. Ne, jetzt reicht's mir. Ich schaue mir jetzt ein Video an. Ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Ich muss hier irgendwie die Ebenen in der Mitte spielen eine große Rolle, aber ich komme nicht drauf. Mein Gott, Digga. Das ist aber auch so ein Müll, ist das. Ich hasse sowas wie die Pest. Spiegelscheiße. Oh Mann, ey. Ist das zum Kotzen, Alter. Die Leute schreiben schon in die Kommentare in dem Video rein, wie schlimm das war. Fühle ich. Das ist wirklich widerlich. So, dann sag mal, was müssen wir hier machen? Okay, der leuchtet den links an. Das hat er gemacht. Was habe ich gemacht? Da geht er hier rüber. Mit dem hier leuchtet er
Den da drüben, Mann. Habe ich auch bis jetzt alles richtig gemacht. Also nochmal, den rechts. Oh. Weiter. Dann geht er zurück. Das hatten wir auch schon bisher. Ja. Dann leuchtet er den rechts an. Den da hier. Dann geht er ganz durch. Was wir auch schon gemacht haben. Okay. Und mit dem leuchtet er den hier links an. Hatten wir auch schon. Soweit so gut. Dann geht er hier hoch. Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Ich will wissen, welchen Fehler wo wir machen. Dann geht er hier wieder zurück. Ich denke mal dann auch hier wieder hin. Oh, machst du den was? Der macht jetzt mit denen hier, glaube ich, wieder hoch, oder? Ja. Nee, doch nicht. Er kommt nur. Nee, doch nicht. Wir gehen ganz nach links. Er probiert auch aus. Oh, so weit, so gut. Dann gehen wir hier wieder rüber. Zieht er den hier nach rechts. Geht wieder rüber. Alter, ist das zum Kotzen. Oh, und der müsste jetzt eigentlich durchgehen. Oder? Ja. Kommt das da hinten? Stimmt, und jetzt können wir rübergehen. Alter, ist das zum Kotzen. Da kriegst du ja Durchfall. Scheißerei. Und jetzt können wir hier hoch. Komplett durchgehen. Das erste Mal. Der da hier müsste jetzt eigentlich das linke nehmen. Weil das vordere hatten wir ja, glaube ich, schon, ne? So. Wieder zurück. Warte mal, hier ist noch was. Shark was a very important god to the Maya. He taught them farming secrets and oversaw growing in the harvest. Generally, he was associated with all forms of fertility. He was also in charge of wind, lightning, and rain, which was caused by his tears. He was in charge of preserving springs, wells, streams, cenotes, and other sources of water. Like the aspects over which he presided, he was considered benevolent and caring, but unpredictable. Physically, Shark was depicted as a reptile with hair tangled in unruly knots, and his colors were white, red, yellow, and black, representing north, east, south, and west.
Tja, Halleluja. Grunde war alles richtig, nur der Schritt mit den Teil dann da hinten, wo ich von dort aus dann anleuchten musste. Der war falsch. Digga, das ist echt ein ganz schöner Brocken hier gewesen. Also mit der Zeit schon klar, dass man das schaffen tut, aber das war schon widerlich. Now to find a way out of here. Stehlen Jägerin. Schließen Sie 3 Herausforderungsgräber des Hauptspiels ab. Fair. Erhöht die Menge an natürlichen Herstellungsressourcen, die Sie aus jeder Quelle erhalten. Das ist gut. Gefällt mir. Hä? Ich bin ganz ehrlich, ich will einfach nur noch von hier jetzt weg. Einfach nur noch weg. Ich habe genug von diesem Grab gesehen. Ich will hier weg. Jetzt kriege ich hier wirklich noch die Scheißerei. Weg hier. Sucht das Weide. Flieht, ihr Narren. Das hier hatten wir alles. Bin ich jetzt behindert? Kommen wir überhaupt hier nochmal hoch? Wie zur Hölle kommen hier wieder raus? must be worried about Etzli. I have to tell her he's been captured. Ich kriege jetzt hier gleich einen Wutanfall. Über das Grab kommen wir doch da nicht mehr raus, Digga. What the fuck? Ging's ja nicht mehr weiter. Ich will hier raus. Ich will einfach nur raus. Lass mich doch einfach gehen. Hier irgendwas geöffnet? Nee. Hier ist ein Ausgang. Oder? Oh mein Gott, Digga. Da muss man auch erstmal hingucken. Alter, ich will hier weg jetzt. Also das war bis jetzt das schlimmste Grab von allen. In allen 3 Teilen war das bis jetzt das schlimmste Grab. Mit Abstand. Das erste Grab ist ja auch gewesen, wo ich wirklich über YouTube gucken muss, ja.
Wegen diesen einen Hurenspieler. Unaratu must be worried about Etzli. Ich weiß, I have to tell Laura. her he's been Du brauchst es captured. mir doch nicht andauernd sagen. Ich weiß es. Was ist das für eine Hurengegend hier? Kann man sich ja nicht ausdenken. Jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Weg hier, Alter. Weg, weg, weg. Das war ja sowas von AIDS, Alter. Kann man sich nicht ausdenken. Boah, bloß weg hier. Wahrscheinlich ist hier irgendwo noch ein Überlebensversteck, dass ich in diese Hurenscheiße nochmal reingehen muss. Für die 100%. Da freue ich mich schon drauf. Dann mache ich dann noch aus Freude einen Handstand und scheiß mir ins Gesicht. Ich wusste, dass es hier ist, deswegen bin ich hierher gereist. Hello. Are you one of the outcasts? Yes, Ishiki. I'm Chaska. I'm Lara. Pisco sent me. Pisco the dead? Sent you to me? Did you lose a game of Patoli? No. A boy Taki lost his dice. I'm trying to win them back for him. Pisco wanted me to talk to all those who've been cast out before he gives them back to me. I'm surprised he didn't try to play you for them. He is. Ah, well, all I can tell you is this. Like Pisco, I was cast out. I lost my job and my position. But not because of an accident, because of something I did, and would do again. What happened? Do you have any children? No. Neither do I. I did not receive the blessing of Ishel. But for my mistress, I was the midwife for her 3 children. I loved them like they were my own, until I lost my position. What did you do? I'm a thief, Lara. What did you steal? A jade necklace. Why? The youngest, Kiara, she saw the necklace while visiting a friend. She took it. They were coming for her. They would have cast her out. She was an only child. I said I took it. My mistress took the necklace from me and threw it on the floor, breaking it. And cast me out instead. I'm so sorry. Don't be sad for me. I would do it again. Kiara's learned her lesson and she has a good life. Du lebst ein scheiß Leben. I serve Ishel now through my weaving, the way my mother taught me. And my Kiara comes to visit me sometimes. Thank you for sharing that, Chaska. Kiara was lucky to have you. Be well, Ishiki. Jade. So, hier sitzt das letzte. Alles wegen ein paar Würfel, Alter. Das ist ja unglaublich, oder? Unaratu must be worried about Etzli. I have to tell her he's been captured. Laura. Ich weiß.
Oh, irgendwo hier. Rimac, I think we... Hello. Hello. Oh, die sieht böse aus. You're Lara, aren't you? Pisco sent you. He did. I'm Moreika. That was the second time I heard your name today, Lara. The cultists are talking about you. You're the one who started the cleansing. The one who found the key of Shakshel. I am. Oh, don't feel bad, child. The cleansing was long overdue. It must be decided. Do we continue or begin again? That's not an easy decision. Did you hear that, Rimac? Deciding the fate of the world is not easy. I like this one. You're right, Lara. It isn't. And if the cult of Kukulkan decides, they will enslave us all and call it protection. Won't they, Rimac? He doesn't talk much. The cult is acting out of fear. Fear of what? Fear of the outside. Fear of change. But the same threats that are outside are in all of us. Fear is the enemy, not change. Change is the only constant. But look at me rambling on, Rimac. The lady must want to buy something to help in her search. The fuck, Alter. Oh, die verkauft den Dietrich. Aufstiegswerkzeuge. Ich habe das Geld gar nicht für das alles. Thank you. Enjoy it. Paititi jagte mehr Erfahrung vom Jagen, Effekte von Konzentrationszeit halten länger. Auf jeden Fall den Dietrich haben. Good deal. Ja, der Rest wird ein bisschen kritisch. Thank you. Enjoy it. Thank you. Enjoy it. Thank you. Das Outfit kriege ich auf jeden Fall erstmal nicht zusammen. Come find me if you need Unaratu anything else. must be worried about Etzli. Pisco zurückkehren. I have to tell her he's been captured. Pisco. Aber wir können jetzt die Kisten öffnen, das ist auch eine gute Sache. Ich hoffe, dass da geiler Scheiß drin ist. I can't figure out what this means. Immer noch zu hoch. Pisco? You've already spoken to them, haven't you? I have. But you still don't see it. They all had hope. You need to do better than that if you want to win the game, Lara. Hope is one thing, but all those who have been cast out have thrived in their new lives despite their circumstances. Even you, Pisco. Well, I am the best Batoli player Paititi has ever known. Not bad for a dead man. Not bad at all. So again, what did you learn? I learned that sacrifice can make your life better. That you shouldn't be constrained by the legacy of your family. You can find your own path. Love is stronger than death.
and you need to believe in something greater than yourself. But ultimately, you can't control everything. It's what you make of your situation that defines you. Well said, Lara. You're sure you're not dead? Taki thinks he lost his dice because he was unlucky. But it's not the throw of the dice that wins the game. It's the skill of the player. I see that now. What did you think of Moreka, the outcast? She was expecting me. She seemed to know quite a bit about me. Ah, she knows a lot about everything, Ishiki. She has the most wondrous items in her shop. Artifacts known only to the gods. I saw. You were lucky you found her. She often travels outside of Paititi, gathering inventory. She seemed the most optimistic. Of course she is. We have a saying in Paititi. We all create destiny. We don't choose our circumstances, only our actions. A lesson my friend Taki needs to learn. Well played. Thank you, Pisco. I'll bring the dice back to Taki. Halleluja. Halleluja. Unuratu must be worried about Etzli. I have to tell her he's been captured. Endlich haben wir die Würfe. Da ist fett Gold drin, das ist gut. How can these shapes be Incan when they look like airplanes? Oh, I see. They're insects of some sort. Archaeology is a very delicate field of study. You have to put yourself in the mindset of people and cultures who died centuries before you were even born. Humans interpret strange phenomena based on what they already know. If the Inca had seen planes, they might have assumed they were some sort of bird. Given that, these shapes may not be insects after all. Some of them look more like fish. Das stimmt. Da muss man sich freilich hineinversetzen. Junge, so viel wie wir jetzt hier schon durch Paiti gelaufen sind, kenne ich langsam das Dorf hier in- und auswendig. Und so viele Sammelobjekte, das ist der Wahnsinn. Itzamna is the son of the Maya creator god Hunabku. He was the god of education, responsible for inventing writing and books. This made him an essential figure in the development of Maya culture. He was also god of agriculture and created farming. He even presided over doctors, healing people with the help of his red-hot hand. Usually, Itzamna took on a reptilian aspect, but he was also known as Kinichahau, a fire macaw, who is the patron of the number 4 and controlled drought and disease. Gott des Lernens. Aber je. The Paititians made peace with each other and followed Yaskar Yahweh, recently acclaimed as emperor, to a site in the mountains to begin anew, certain they will not make the same mistakes as those before them. An Aztec-influenced mask, decorated with items native to the area around Paititi. Oh, das haben wir jetzt auch mal eingesammelt hier. Jesus Christ, es gibt es nicht mehr. Unglaublich. Unuratu must be worried about Etzli. I have to tell her he's been captured. $50.000 Sachen, Alter, das ist Inca stood unglaublich. shoulder to shoulder against their brothers on one side.
Those who wish to retreat and start fresh, and those who wish to expand and conquer neighboring territories. Bürgerkrieg. Ill-suited to the local land, the Maya's agriculture techniques of slash and burn soon led to a food shortage. At the risk of starvation, they entered into treaties with local pre-Inca tribes, gaining new technologies and crops. The traders arrived, bringing new goods, and then the farmers, with new crops and techniques. Eventually, as more and more of the outsiders arrived in Paititi, they eventually took administrative control. Alter, Sammelobjekte über Sammelobjekte. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das hat wehgetan. Oh, irgendwo einen Weg geben, da hochzukommen. Auf jeden Fall nicht von hier. Unaratu Oh, must be yeah. worried about Etsley. I have to tell her he's been captured. Endlich Stufe 2. This staff has a jury-rigged flintlock mechanism, similar to those from European firearms. The cultist priests must have used this during their ceremonies to awe the crowds. Improvisierten Steinschlossmechanismus der europäischen Schusswaffen. Ist ja auch mal interessant. Villager claims to have seen a strange Teufel creature im in the Dunkeln. streets. They followed it to a walled-in alley where it disappeared. Citizen described similar experience in Upper City. Woke to discover something trying to climb in a second-story window. When she yelled, it dropped to the street and disappeared. We'll continue to monitor. Also wieder dieses Nahui-Blui-Viech. Ach, der Monolith können wir jetzt auch endlich lesen hier. Dann sollten wir mal zur Hauptmission gehen. So viel Zeug, was wir jetzt hier wieder gemacht haben. Den Jungen noch die Würfel bringen. This describes something nearby. Den Taki-Taki. 7 golden birds perched here and there. One escaped to the trees with his treasure. Dropped 7 goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit einem Schatz zu den Bäumen. Seinen Krallen entglitten. Warte ich auf dich. from his talons. I'm waiting for you.
Karte hier, Digga. Hier sind wir doch. WTF. Wie hieß das? 7 goldene Vögel. Unaratu must be worried about Etzli. Das sind die I have hier. to tell her he's been captured. Das muss hier sein. This Ja. should come in handy. Die kann man ja alle nachlaufen und der hier hockt ja dann hier im Baum. Alter, wir haben ja schon so viele Sachen eingesammelt und es gibt immer noch so unglaublich viel mehr Dokumente, weil es hier oben auch noch überall weitergeht. Wahnsinn. Auch noch ein Wandgemälde. As it was foretold, heralded by the column of flame burning through the night, and the destruction of our temples, and the warnings of the weeping woman and the two-headed man, the strange warriors astride great deer arrived with the rising sun. They murdered the weak leaders and claimed the land and the people as their own. Die Kiste müssen wir noch hier holen. Die alte wird hier gar nicht als Händlerin angezeigt, ne? Falls sie sich wirklich wieder verpissen tut, dann, ja, fühle ich sich tragisch. Die 2 wichtigsten Sachen habe ich gekauft mit dem Dietrich und den Ausstiegsklemmen-Dingsbums da. Was müssen wir zumindest in dem Sinne uns keine Sorgen machen. This garishly decorated fire drill appears to be a part of the new fire ceremony, an Aztec celebration of the new year. It consists of 5 days of fasting, bloodletting, and sacrifice. The fire drill is meant to be placed upon the chest of the freshly sacrificed. It sparks, feeding a large bonfire that ignites the flames of every nearby temple. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. This one, however, doesn't appear to have been used, as the notches are clear of blood. Gut, oh Gott. Die mit den Raubformen. Das ist da oben, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Tangi zurück. Dass diese Nebenmission auch mal endlich fertig ist. I found your dice, Taki. Oh, thank you. Didn't you say Pisco stole your dice? Everyone knows Pisco steals. According to him, you wanted to play a game and you lost. He wouldn't let me play again. Just one more roll and I would have won. Pisco wanted you to know. It's not the throw of the dice that wins the game. It's the skill of the player. Now that I have my dice back, I can practice more. Thanks again, Ishiki. Nachbarschaftshilfe, eine Nebenmission abschließen. Trophäe erhalten. Sogar das Silbertrophäe.
Für die erste Nebenmission. Alles klar. Alter, ich habe schon wieder so... Die Zeit ist schon wieder fast rum von der Folge. Kommen wir mit der Story nicht voran. Weil hier so viel Zeug zu machen ist. This describes something nearby. The waters below protect me from the waters above. Das ist der Wasserfall. 100%. Irgendwo beim Wasserfall. Unuratu must be worried about Etzli. I have to Ja. Das war ja klar. Ruhig öfters so davon, das Zeug. Oh, ist das gut, wie viel wir jetzt aber auch wirklich rauskriegen durch das Perk, was wir bekommen haben. Das ist ja wunderbar. Wunderschön. Unuratu must be worried about Etzli. I have to tell her he's been captured.